So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Genshin-Stream. Ich habe schon mal nachgeguckt, weil es gibt ja jetzt anscheinend wieder ein neues Event, aber nicht für mich. Also bedeutet das, wir werden heute erstmal unsere Dailies machen und danach sind wir immer noch mitten in der Legendenquest von Jean. Und wir würden dann sozusagen mit der Legendenquest von Jean weitermachen und mal schauen, wo unsere Reise uns dann hinführt. Was mache ich eigentlich? Genau, das Böse breitet sich auf. Fangen wir mit der kleinen Quest an. Und gucken dann einfach mal. Vielleicht sollte ich das nächste Mal dran denken, dass ich da vielleicht... Oh. Ich liebe diese Synchronstimme. Hi Jake, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, dass wir danach dann halt mal gucken, was wir so machen können. Wir haben noch einige Hauptquests, die wir spielen können. Also es geht uns definitiv nicht an Aufgaben aus. Das freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Wieso? Dann hätten wir die erste auch schon geschafft. Oh, das freut mich zu hören, dass die Schule heute gut war. Das hört man eigentlich recht selten. Ich glaube, es sind auch nur noch nicht mal mehr 1,5 Monate bis zu den nächsten Ferien. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin aus diesem Ferienrhythmus komplett. Quatsch. So. Nicht dahin, nicht dahin. Das ist böse. Ich liebe es, wie Genshin alles anvisiert, außer diese Wachtürme, die man zerstören soll. So, dann gucken wir mal. Und Box. Oh, du sollst doch nicht den unboxen. Okay, okay, ich werde heute ein bisschen geärgert hier. Dann hätten wir das erledigt. Und die Eiskugelkrise, das ist natürlich wieder ein Job für unseren lieben Bennett. Sind auch, glaube ich, nur noch 2 Tage, dann kommt das neue Banner raus mit, wenn ich mich recht erinnere, Yaemiko und Child. Ich bin gespannt. Ich habe noch eine relativ kleine Weltstufe. Ich bin jetzt gerade aktuell Weltstufe 3 und könnte theoretisch erhöhen. Erhöhen? Ich könnte erhöhen. Lassen wir das mal. Ich könnte theoretisch erhöhen, aber aktuell besteht mein Team aus zu vielen Charakteren aus anderen Regionen, wo ich noch nicht hinkomme und deswegen lassen wir das. Und hi Trixie, schön, dass du da bist und ja, mein persönlicher Bucket auf meinem Kopf. Dass er mir ganz viele Waifus beschaffe, das ist lieb. Ich guck mal, aktuell bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir können noch 2 Mal ziehen. Wollen wir für unsere Mini-Waifu oder für... Wobei, nee, das will ich gar nicht sagen. Die ist zwar 500 Jahre alt, das ist trotzdem kein Kind, also nennen wir sie kein... Fischl habe ich schon. Eine Fischl habe ich. Oder wir warten bis zu unserer Fox Lady. Eine Fischl habe ich ja an sich schon. Ich kann ja auch bis zum nächsten Banner sparen und dann sagen, ich ziehe für die Fish Lady. Alter, ich will... für die Fox Lady. Ja, der Klassiker. Let's make it legal. Lass es uns einfach legal machen, so nach dem Motto. Ist, weiß ich nicht, so ein bisschen grenzwertig in meinen Augen. Aber hey. Du hast Fischl gratis bekommen? Ui. Ja, Nero, du hast Fox gehört. Ich kann dir das ja gerne mal zeigen. Die neuen Aktionsbanner sind schon in der in der Ankündigung. Und hi Jobs und hi Nero, schön, dass ihr da seid. Ich lese mal erst die Nachricht und merke es. Ja. Und zwar... Da. Yaemiko, unsere Fox-Waifu.
Da musst du nächsten Donnerstag definitiv reinschauen, Nero, damit du gucken kannst, wie wir Jai Miko einmal Probe spielen. Nero, du alte Katze, uff. Entschuldigung für das ganze Gehuste. Ich bin nicht krank. Ich bin gerade auf dem Weg der Besserung. Das ist nur noch der Rest. Ach ja, das ging ja um meine Weltstufe. Ich bin Weltstufe 3 und könnte theoretisch auf 4 erhöhen, wenn ich wollte. Viel Erfolg, Trixie. Du wirst einiges Interessantes finden, wenn du nach Yai Miko suchst. Sie bewirft dich mit einem riesengroßen, donnernden Fuchs. Bekommt dabei leuchtende Augen und grinst sowohl verschmitzt als auch sehr attraktiv, würde ich das nennen. Also ich würde sagen, die Recherche lohnt sich. Ah, du hast noch ganz... Ach ja, stimmt, du hattest ja ganz frisch angefangen. Mit Abenteuer Level 20 kommst du aber auch schon recht weit. Was machst du da oben? Kommst du bitte runter? Ja, die summon quasi einen Dämonenfuchs. Du kannst das ansonsten kurz googeln oder du sagst, du überlebst das bis nächste Woche und wartest, bis wir sie einmal Probe spielen, weil dann können wir definitiv auch einmal die Ulti raushauen. Also kein Dämonen, sondern eher einen Donnerfuchs. Also aus Elektrizität. Ich weiß nicht, Jack, zieht sich bei dir der Anfangsbereich mit Abenteuer Level 20 und allem drum und dran auch so ein bisschen, dass du entweder zu viele Quests hast oder dir fehlen halt noch Level, bis du Quests machen kannst? Oh, Rule 34 ist so eine Sache. Rule 34 ist so eine Sache. So. Dann geben wir einmal unsere wundervollen Questies ab. Es hat halt am Anfang so ein paar Phasen, wo du, wenn du neu anfängst, echt ein bisschen warten musst. Aber dafür wirst du gegen Ende einfach mit Content zugeschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da. Ferien für den Großmeister. Ja, das Gute an Genshin ist, du bist nicht unbedingt auf diesen Gacha-Aspekt angewiesen. Du kannst quasi auch sagen, ich spiele einfach so lange und spare, bis halt der Charakter kommt und du kommst halt auch mit dem, was du hast, an sich super. So, dann kannst du halt das Beste aus den Charakteren rausholen, die du halt von Anfang an hast. Außer du sagst, du willst halt was total Spezifisches. Uff, Monster auf 100% GZ. Das war bestimmt ein Haufen Arbeit. So an sich. Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I, or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Huh? Hi, Jean. Are you feeling better now? Uff, das kann bei Genshin teilweise echt anstrengend werden, wenn du dann Quests hast, die du quasi nur über die täglichen Quests bekommen kannst. Kein Problem, Jack. Viel Spaß dir!
much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Are you sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Wir sind auch da, wenn du uns brauchst. Oh, thank you. That means a lot to me. Hearing that boosts my spirits. But I must find a way to cope with minor setbacks like this on my own. Otherwise, how can I be the protector that Mondstadt needs me to be? The protector that Vanessa was. You truly revere Vanessa, huh? I do. Vanessa was the first Grandmaster, a kind yet formidable woman. I have always hoped to follow in her footsteps. As the Lionfang Knight, she courageously overthrew the oppressive ruling aristocracy of her time. Then, she founded the Knights of Favonius and became known as the Dandelion Knight, spreading grace and compassion throughout the land. Dandelion Knight? Isn't that your title? Kein Problem, aber danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und erhol dich gut. Actually, all of the Knights of Favonius Masters throughout the ages have inherited the title of Dandelion Knight or Lionfang Knight. Oh, that makes sense now. You too want to be as gentle as the Dandelion Knight, and yet as fierce as the Lionfang Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor inheriting both these titles from Vanessa, but I see it more as a huge responsibility. After all, it is a lot to live up to. Ihr seid so liebevoll, wie ein Löwenzahnritter sein soll. Paimon thinks so too. Huh? Jean? Who's there? Hm? Caught red-handed. Finally, an opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. And then you two show up and ruin everything. How did they know about Jean's condition? Choosing this moment to strike is a low blow, even for this lot. As long as my name is the Dandelion Knight, I swear I shall not be defeated by such despicable means. Ich mag ihre Haltung. Since this opportunity has slipped away, I shall now be Stop! After him. Jean, you're still recovering. Geht zurück und ruht euch aus. No, I must go after him. Jean, you can't keep doing this to yourself. Why can't you trust us to handle it? I do trust you, but to let an enemy get away like this would be a major dereliction of duty. Fine, but at least let us go with you. Thank you for your understanding. I will graciously accept your help. Na, dann gehen wir mal auf Abgrundmagierjagd. Soweit kann der ja nicht gekommen sein. Adventure time. Versteckt er sich da in der kleinen Höhle? Dann schauen wir mal nach, was der so für uns hat. Wow. Steady as stone. Hey! Are you hurt? Ugh, darn him and his traps. How badly are you hurt? Oh, one of my own being injured because of me is the last thing I would wish for. Und da war mein Schild Let weg. me handle this alone. No, you are in no state to handle this alone. We're coming too. Okay, but before we move out, at least let me heal everyone with my dandelion breeze. Thanks. You're amazing.
Ihn ist so lieb. Ihr wolltet mich um meine Truhe bringen. Bye bye. Bin mal so frech. Schmeiß ich die halt alle ins Wasser? I don't care. Gibt's da noch eine Truhe? Yes. Euch kann ich leider nicht ersaufen lassen. Weil Eisschleime frieren direkt das Wasser ein. Läuft das in dem Dungeon jetzt darauf hinaus, dass ich die Leute einfach hier vom Dingsbums schieße? Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Jean hat eine sehr schöne Kombi, muss ich sagen. Sieht sehr elegant aus. So, Herr Abgrundmagier, wo sind Sie? Okay, den einen habe ich zumindest drüber gekickt. Nein, nein, nein! Tun wir einfach mal so, als wäre das jetzt gerade nicht passiert. Hallo, Herr Pyromagier. Ich nutze die Schleime einfach, um deine Dings kaputt zu machen. So, dann machen wir dich einfach kaputt. Zum Glück haben wir hier kein Zeitlimit, das heißt, ich kann mir Zeit mit dir lassen. Gucken wir einfach mal. So, kaputt gegangen. Thanks to Barbara's help, my condition is better than I thought. The main thing is that you're safe. Now, isn't it time to get back to Mondstadt and rest, Acting Grandmaster? Yes, I should at least go and thank Barbara again. I hope she's not upset with me. Also wenn mir mein Patient weglaufen würde, würde ich mir das auch nochmal zweimal überlegen. Aber so ist das bei Leuten, die viel... Wie nennt man das jetzt? Verantwortung haben. Master, you finally returned. The Animo Archon protects you. Swan, were you waiting for me? Has something happened? Yes, at the Angel's Share. Don't worry, it's nothing big, but...
Prügeln sich wieder Betrunkene. Okay. I know I said it's nothing big, but... Alright, how can I put this? They just really need the acting grandmaster. Huh? Well, if you say so, Swan, I will go. I should not let the other knights down. It's fine. Now that I have had the chance to stretch my legs, I feel much better. Oh, great. Thank you so much. You really saved me on this one. For goodness sake, what is happening to the world? Swan used to be the most honest fellow. Now he's dumping things onto Jean. Well, Swan was clearly agitated. Maybe it is an emergency after all. Let's go and see what this is all about, shall we? Renn doch nicht weg! Hey! Warte! Okay, dann verschwinde einfach. Engelsgabe, wir kommen! Taverne betreten. Oh. Oh? What's all this? It's a thank you party for you. A thank you party? Jean, when we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as acting grandmaster, and you do so much work all over Mondstadt. WB Jack. We thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. Enjoy yourself, Jean. After all, you'll never let us do this once you're back at work. Jean? Huh? Is this Jean when she's shy? I've never seen her like this. It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Well, it's nothing compared to the amount of work you do for all of us, day in and day out. But there are so many things I still need to do. Oh, das tut mir leid zu hören mit dem Handy. Das ist... Ich glaube, ich war aufgeschmissen. Telefon. Kann man es reparieren lassen? Fear not. We wanted to make sure you could relax and enjoy yourself. So while you were away, we all pitched in and finished off your work for you. Every last task. Did you really? Even the issue with the food deliveries? It was no different from what we see on patrol. A couple of hilly churls. Didn't take much to get rid of them. And the tax returns? I spent so much time doing library admin. A few more pieces of paper to deal with was really nothing to worry about. Well, what about Margaret's missing cat? Are you kidding me? That rascally prince was apprehended by the brilliant honorary knight. And he also reclaimed my precious astral iron strings while he was at it. Enough already. No more thinking about work today. Enjoy yourself while you've got the chance. It is my honor to work alongside you all. Praise be for the Animo Archon's guidance. Speaking of work, it must have been hard work to put all this together. Where did you find the time? Uff, vielleicht kannst du es noch einsenden lassen, wenn du noch Garantie drauf hast. Ja, es ist doof. Handys fallen, wenn sie runterfallen. Meistens leider so doof, dass irgendwas passiert. Actually, our friend here was the key organizer behind all of this. Ich sehe schon, Lukas hat da Erfahrung mit. See all of this food and drink? He made sure it all arrived on time. Not only that, but he cooked each one of these beautiful dishes himself.
nicht nur auf die falsche Seite, Lukas. Meistens fällt es ja dann ganz, ganz doof auf die Ecke oder so. Oder auf den Stein. Oder einen großen Kiesel. So relax already. There's no need to be so modest. Of course, we also have Master Diluc to thank for the venue. Otherwise, we would be looking at quite an alarming bill right about now. Warum sieht Diluc eigentlich immer so aus, als hätte er keine Lust auf das, was gerade passiert? Despite my initial reluctance to sponsor a Knights of Favonius event in any way, I, like any other citizen of Mondstadt, owe Jean my gratitude for her hard work. Oh, Master Diluc, Ich hoffe nicht, dass du dafür Ärger kriegst, weil ich meine, runterfallen, das kann mal passieren. Man kann ja nicht immer zu 100% auf alles aufpassen. All right. Jean's supposed to be taking it easy. Stop crowding her. agreed. Now, let the party begin. Ember ist voll hyped. Everyone seems to be partying hard. Paimon thinks we should join in the fun. Let's go and mingle. Oh, and Paimon thinks she saw Jean go upstairs by herself. Let's make sure the woman of the hour doesn't get left out. That's class number 37. What's Diluc doing? I'm keeping count of this bard's alarming pace of progress through my wine. Only the knights drink for free tonight. It seems he didn't get the message. When he sobers up, I will present him with the bill. Diluc, you're a meanie. I'm joking, of course. I highly doubt he could afford it anyway, so I shall spare him the bill. But I must say, the sheer volume of alcohol this fellow can put back is just not normal. 37 Becher, Venti. 37. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich mit Dimensions darüber unterhalten habe, wie viel du aushältst. Ich glaube, ich habe verloren. Um Längen. Alter, 37 Becher, let's go. Das soll jetzt kein Anlass sein, irgendwie Alkohol zu trinken. Nur weil Venti das kann, heißt das nicht, dass man das normalerweise auch kann. Ihn. Terrasse. Terrasse. Oh, it is you. Yes, I am just getting some air. Uh-oh, it seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. Ja gut, dann musst du wahrscheinlich die Zeit abwarten, bis ein neues Handy da ist. Alter, 37. Oh. Ich meine, ein Glas Wein haut ja theoretisch schon ordentlich rein und dann, keine Ahnung, stellt euch das mal in einem Bierkrug vor. Oh, da hat Lukas komplett recht mit der Übernachtung. Wir müssen ordentlich retten, wenn... Alter. It is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits. And it has taught me something. What's that? I am definitely more of a dandelion knight than a lion fang knight. The Lion Fang Knight represents Vanessa's past, a past in which she fought hard for Mondstadt. But it was the Dandelion Knight that represented her hopes for the future, a future belonging to the newly formed Knights of Favonius.
Kommt halt drauf an, ob du die Spiele auf deinem Bildschirm noch spielen kannst. Ansonsten gibt es doch bestimmt diese Verknüpfungen mit, weiß ich nicht, mit dem Google Play Store oder irgendwelchen anderen Sachen, wo du deinen Account dann sozusagen auf dein neues Telefon übertragen kannst, wenn es eins gibt. Und ja, ich kann verstehen, das Handy wichtig. Wie gesagt, ich wäre komplett aufgeschmissen ohne meins. I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Let the wind lead. The winds of freedom will guide us along the path that lies ahead. I hope you will continue to join us on that path. Ich weiß nicht, wenn ich sehe, dass ich Spiele nicht an einen Account binden kann, dann bin ich da immer ein bisschen so. Und Lukas, schönen Abend noch. Danke, dass du reingeschaut hast. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Haben wir das jetzt abgeschlossen? Ich glaube, wir haben es abgeschlossen. Wir haben es geschafft. So viele Aufträge muss ich noch machen. Uff. Ich mache jetzt einfach mit einem weiter. Wir müssen hier so ein bisschen was machen. Dann machen wir einmal Wiederaufbau des Jadegemachs. Fangen wir damit einfach mal an. Hallo? So, danke. Oh, ich hoffe, ich stürze da nicht gleich in irgendeine Cutscene, dann weine ich. Nein! I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Trixie ist schon ins Bett gegangen. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Ist hier, Getting involved in this would be a huge opportunity. glaube ich... Ja, ich glaube, der war ins Bett gegangen. Als du noch das Wort geschaut hast, da meinte er, geht ins Bett. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. So, erstmal was trinken. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Nero. Und Ningguang ist ein echt guter Charakter. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two.
Only sufficiently large pieces of plastrite, or specifically vermilionite, may earn themselves the sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money. Wie der Vogel da more sitzt, schaut ihn euch seriously an. than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be Sie easy to get hold auch. of. Sie auch. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Nero. Genshin ist voll von Hasselband und Waifu-Material. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some plastrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. Bye bye. no. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! Und das tut mir echt leid zu hören, Jack. Besonders wenn man halt alles gerade so richtig eingestellt hat. So you heard my announcement, did you? What do you think? Da kriegen wir nochmal einen nahen Shot von den... Yes. Providing the question Please? pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again! Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. Ich glaube, ich zeig dir gleich noch den Event-Skin, den Ningguang. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private. We can get down to brass tacks. No, I don't need it. Ah, don't be like that. Hey, come on, don't go! Wenn sie Nein sagt, sagt sie Stand Nein. there after her! Oh, right, yeah. Nein! Just how about no? Die schleichen hinterher. So. Did you hear that? They said they had some useful Ich unterbreche dich mal, Paimon, weil ich möchte Nero in einem falschen Figurendingsbums. Figurenhandbuch. Gute Nacht, Jack, und danke, dass du reingeschaut hast.
Ich hoffe, das klärt sich alles mit deinem Telefon irgendwie. Ich kann mir den Skin hier nicht angucken. Da. Das ist sozusagen einmal ihr Skin von einem vergangenen Event. Ich finde die Schuhe vor allem so hübsch. Ansonsten das für Kitsching ist auch sehr schön. Und den von Diluc finde ich halt sehr nice. Vor allem finde ich schön, dass er jetzt seinen Zopf hier oben hat. I do try to lighten the mood sometimes. Genshin bringt selten Skins raus, aber wenn Genshin Skins rausbringt, dann sind die echt nice. Ich kann dir ja auch mal den Fischl-Skin zeigen vom letzten Event, den habe ich gerade noch so mitgekriegt. Nee, habe ich nicht, verdammt. Aber ich kann ihn dir zeigen. Ich meine, der sieht auch total niedlich aus. Nee, auch verpasst. Ich habe Ruby leider nie gespielt, deswegen kann ich das gerade wenig beurteilen. Ah, children, come, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no, no. You've done so much for Liyue Harbor already. I could hardly ask for more. In fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. A gift? For Paimon? Das war doch selbstverständlich. Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Schaffung ist. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. Eine kleine Spielerei also. So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing touch. Wir helfen bei der Suche. That's right! Finding stuff's what we're good at, after all.
Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. I have already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Was sind das denn für Materialien? Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies, and if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. In any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Hi da, Geist-Demon. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Goodness knows if that child will succeed in finding these items. Wer ist denn dieses Kind? Well, since you're an Adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an Adeptus too, right? Yes. I suppose she does count as an Adeptus. Das freut mich zu hören, mir auch. She counts? How come there are so many Adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an Adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. Ich mag die alte Dame. Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This child here is Yenfei. She's the one helping run some errands for me. Yenfei, I believe you've already heard of the traveler and her traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui. Before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chiseng. What a shame. Schade. A shame that we didn't meet sooner. Ihre Augen. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more. I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. Keep it handy. Das Drachenschuppen auf ihrer Hand? Just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. All right, Yenfei, all right. Let's get to the business at hand. I do not think these two are in any dire need of legal assistance at the moment. You'll have to excuse Yenfei. She's always been like this, ever the talkative one when it comes to her own affairs. Bist du wirklich ein Adept? Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. Paimon. An Adeptus? I guess, kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here.
Das ist deine Großmama. Oh, meine Stimme schmiert gerade ab. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir echt leid. Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for Smaragdus Jadeite. I couldn't find any at all. Is that so? But Smaragdus Jadeite is really rather essential. Yenfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Vielen Dank für den Follow. Chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Vielen Dank. Jetzt muss ich mal gucken. Vielen Dank, Dark Ice Demons. Sorry, dass das so ein bisschen gedauert hat. Ich muss nachschauen. Vielen Dank. Und du hast Yenfei heute schon gesehen, Nero? Wo denn, wenn ich fragen darf? Hold on a moment. Let me have a look. Wo hat sie das Buch denn jetzt her? Paimons Blick. That's a really thick book. What kind of things do you write in there? Commercial consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. Da müsste ich deinen Tweet nochmal raussuchen, um das nachzuschauen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Krusell. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. Oh, ich finde ihre Hörnchen so He süß. mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus Jadeite to make hairpins and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus Jadeite, or might have an idea of where we can find some. Wir kommen am besten auch mit. Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. Wow, an Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Ich habe das Gefühl, wir sind in der Quest verrutscht. Wir wollten eigentlich hinter dieser weißhaarigen Frau her und jetzt sind wir irgendwie bei der Omi gelandet. Best we be a little more careful than usual while we're with her. Then hey ho, let's go. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich glaube, wir sind in der Quest verrutscht. Oder auch nicht. Ich glaube, wir sind verrutscht. They're not here. Let's keep looking. Ich bin mal unhöflich. Nein, ich glaube, das hat wehgetan in den Knöcheln. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. Ja. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? Nicht, wenn ihr eine Frau ausraubt. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady.
I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Entschuldigung. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. Gut, das, was du da machst, das ist nicht schön. Erstens stellt man einer Frau nicht so nach und zweitens will man sie da nicht um ihr Geld erleichtern. Alter. Du sagst... Entschuldigung. Du sagst es, Nero. Ich wollte es nicht aussprechen, aber ich glaube, du hast den Nagel punktgenau auf den Kopf getroffen. Alter, ey. Gruselig. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Diese Typen kaufen und verkaufen mit Gewalt. Oh, you again. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Die Millilithen führten die Schurken ab und die das weißhaarige Mädchen belästigten. Alles in Ordnung? Shenhe. Shenhe? My name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Paimon's name is Paimon. Oh mein Gott. Kann nie mehr. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, gute Dame. Es tut weh und das macht Köpfe kaputt. Nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Lassen wir. Keine gute Idee. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? Ja, Nero, du sagst es, die Leute sind dann im wahrsten Sinne des Wortes im Eimer. Oh mein Gott. Hast du nicht von den Gesetzen hier gehört, Shenhe? No, apparently not. Really? So, how exactly have you... Da scheint irgendein Geräusch zu sein. That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chinsen, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Das sind medizinische Kräuter. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Bubu Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Das stimmt allerdings. Hi, Dimensions. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder reinschaust. Und Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't
seem to get how things work here. If she is an Adeptus, that would explain everything. Das freut mich zu hören. Mir auch. Das Doofe ist nur, dass ich dir jetzt leider... Paimon, kannst du bitte einmal aufhören zu reden? Dankeschön. Entschuldigung. Aber ich will es gar nicht aussprechen, weil... Wir sind jetzt eigentlich durch für heute. Es tut mir leid. Aber du hast nicht viel verpasst. Wir haben quasi die letzten Tage, wir haben das letzte Event gespielt, wo man die ganzen kleinen süßen Minispiele hatte. Und wir haben jetzt einmal Jeans Auftrag zu Ende gemacht und sind jetzt gerade dabei, uns um das Jadegemach zu kümmern. Also ich glaube, viel an sich hast du nicht verpasst. Von daher würde ich sagen, starten wir nächste Woche, falsches Menü, starten wir nächste Woche gleich wieder mit dem Jadegemach. Weil ich glaube, wir sind vorhin irgendwie mehr oder minder versehentlich in die, ja, ich glaube, wir sind in die Kann-Quest gelaufen, versehentlich. Dann starten wir nächstes Mal direkt mit der Shenhe-Quest, machen da weiter, zusammen mit unseren Dailies. Und nächste Woche, es sind zwar nicht viele Puls, die wir haben, aber das ist egal. Wir können dann für Jadegemach ziehen. Wir können uns dann... Warte, wir können auch mal schauen, ob wir vielleicht lucky sind und eine Jadegemach ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben nur 35 Pity, aber hey. Man kann es ja versuchen. Jetzt so. Dann können wir nämlich ziehen, dann können wir noch ein bisschen was machen. Vielleicht kommt bis dahin ja noch ein anderes Event raus, was wir ausprobieren wollen. Aber ich danke euch vielmals fürs Reinschauen. Habt noch einen schönen Abend. Wer möchte, kann am Donnerstag zu Gordita reinschauen. Da geht es dann mit der Hauptquest weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Schlaft schön und wir hören uns. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bye, bye!